Hi Leute, heute sind wir wieder unterwegs und ja, vorab wollen wir uns schon mal entschuldigen, falls mal der ein oder andere Regentropfen auf der Kamera zu sehen ist, weil heute regnet es wirklich konstant. Uns stört es jetzt nicht weiter, wir sind entsprechend ausgerüstet und ja, heute wollen wir uns eine alte Bleimine, Bleibergwerk angucken, beziehungsweise die Reste, die noch davon so übrig sind. Ob es unterirdisch irgendwas zu sehen gibt hier, wissen wir nicht. Zumindest oberirdisches ist noch einiges vorhanden. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja, und dann sind wir hier auch schon an dem ersten Gebäude. Und wenn man es nicht besser wüsste, würde man hier schon sagen, ja, das ist ein Bunker. Ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, aber das wird es nicht sein. Ah, hier ist sogar irgendein Loch, hier wurde was verfüllt schon, hier ging es unten rein. Ja, sieht man ja, das ganze Kiesmaterial ist verfüllt. Wahrscheinlich schon irgendwie ein Schacht oder sowas. Ja, und hier ist jetzt halt ein richtiger Bunker, ne? Das ist wirklich krass. Und mit diesen Gittertoren, Türen, die so ein bisschen oben spitz zulaufen, wie in so einer Kirche, sieht das wirklich ganz merkwürdig aus. Aber ja, warum jetzt so ein richtiger Bunker, wie man das jetzt ja, von militärischen Objekten einfach kennt, ne? Oberirdische Bunker, warum das jetzt hier im Zusammenhang mit der Mine errichtet wurde, also das ist wirklich merkwürdig. Und man sieht hier auch schon, es geht hier rein. Das sieht echt aus, so ein bisschen wie in der Kirche, in so ein Seidenschiff irgendwie, ne? Dass man da so einen Gang hergeht. Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Hier unten ist das Ganze schon aufgebrochen. Dann gucken wir jetzt gleich mal rein. Aber das ist wirklich ja, eine gewaltige Anlage. Also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das jetzt hier was mit Bergbau zu tun hat, hätte ich definitiv gesagt, das ist irgendwas Militärisches. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube hier. Ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zwischen diese Gitter trete und dann hängen bleibe. So. Ja, also wie gesagt, sieht ja aus wie so ein Kirchenschiff irgendwie. Pass auf, dass du nicht hängen bleibst. Ja, und das, ja, wie so ein bisschen so katakombenmäßig. Ja, hier geht's praktisch nochmal so ein Parallelgang, wie wir draußen gesehen haben. 3. Und hier kommt jetzt so ein Wasserrohr direkt hier raus. Ja, und irgendwie sieht es halt hier auch nicht so aus, als ob man hier groß was gelagert hätte. Also man hat hier an den Seiten halt immer mal so Befestigungen, wie man es jetzt vielleicht auch aus diversen Anlagen kennt, aus dem Zweiten Weltkrieg oder allgemein, dass jetzt hier Kabel irgendwie gehalten wurden, also eine Art Kabeltrasse, Kabelschacht. Aber hier drin macht das irgendwie nicht so den Eindruck, als hat man hier was gelagert. Deshalb weiß ich nicht. Hier ist auch nochmal ein Tor, was offen ist. Vielleicht ist ja auch irgendwie noch eine Etage unter uns gewesen und man hat das hier alles verfüllt. Weil es ist hier auch immer irgendwo noch Material rausgebrochen. Da ist auch wieder ein Teil von einem Rohr, was hier scheinbar abgesägt wurde. Vielleicht stehen wir im Prinzip nur auf so einer Schutthalde, weil das verfüllt wurde und es ging hier noch nach unten. Das kann natürlich sein, weil der Boden ist halt auch irgendwie merkwürdig.
Ja, und jetzt sind wir hier durch dieses Tor gekommen. Und ja, wie in so einem Anbau hier nochmal. Man sieht auch da oben, dass hier so ein Dach drauf war. Und dann war hier jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, so eine Art Stube. Aber auch hier sind ja irgendwelche ja, Haken, Vernietungen, Schrauben eingelassen. Ja, jetzt ist hier außen irgendwie noch ein Container. Da haben wir schon gerade gesagt, so ein bisschen wie, als ob hier die Zombies eingesperrt sind. Wurde schon ewig nicht geöffnet. Ja, alles schon total verrostet. Das ist hier, glaube ich, auch nur einfach hier vernietet irgendwie. Das ist schon ewig. Und hier drin sind sie. Ja, und das steht hier draußen vor dem Konstrukt. Da hinten seht ihr die Mauer. Tja, ist schon irgendwie merkwürdig. Ja, und hier wird jetzt so ein, ja, das ist wahrscheinlich so ein Trafohäuschen, ja, genau. Man sieht es dann ganz gut. Erstens hier, weil hier schon diese Dingsbums ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ausgebaut wurden. Und da oben sieht man ja auch für die Hochspannungsleitung Transformatoren. Das ist hier drin verbaut. Ja, das ist jetzt alles raus. Ja Leute, wir haben uns jetzt gerade da hinten von der einen kleinen Stollen hier vorgearbeitet durch das Dickicht. Und jetzt haben wir hier nochmal so einen verwunschenen Bunker gefunden. Hier schon schön komplett hier von so einem Baum überwachsen. Und dann, ja, der ist auch wie so verfüllt. Also wenn irgendeiner weiß, was die für einen Zweck hatten. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, der steht jetzt hier irgendwie so drin. Ich guck mal und hol mir mal eben die Taschenlampe zur Hilfe. Das sind wie nur so kleine Kammern. Da hätte man definitiv was lagern können. Und hier unten scheint dann auch Boden zu sein. Also nicht nur so Erde drin. Aber der ist auch wieder so massiv, das Ganze, dass ich keine Vorstellung habe, für was man das verwendet hat. Ja, und hier hinten könnt ihr schon erkennen, hier ist noch ein weiteres Konstrukt. Irgendwie so halb aus dem Fels geschlagen. Da unten auch nochmal eine Mauer. Ja, forschen wir mal weiter, was es hier noch so zu sehen gibt. Ja, mit dem Schnee, das ist auch schon eine schöne Stimmung hier. Als ob man so, keine Ahnung, irgendwie so ein Herr der Ringe-Spot erkundet. Alte Gemäuer da hinten. Das ist echt krass. Ja, gehen wir mal hier hoch. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier alles in dem Wald hier drin ist. Hier kommt jetzt auch wieder so ein
Tal. Könnt ihr schon erkennen. Das sieht echt klasse aus hier. Das ist richtig mystisch irgendwie. Jetzt noch mit dem Wetter hier. Das ist so Wetter, wo keiner wieder rausgeht. Außer wir. Wir gehen natürlich raus. Ja, jetzt hat man hier so eine Wand. Da sind Scharniere dran. Da werden keine Fenster drin gewesen sein, sondern irgendwelche Tore. Krass. Ja, die sind jetzt irgendwie so ein bisschen gemauert. Die haben an den Seiten diese glatten Wände. Alles relativ gerade abgeschlagen. Ah nee, das ist auch schon wieder eine Wand. Ich dachte, das ist einfach jetzt ein Fels. Das ist auch schon wieder eine Wand von einem Gebäude. Das ist so krass hier irgendwie. Also das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Oh, hier ist auch noch mal ein Eingang. Hier ist auch noch mal ein Eingang. Krass. Da, Leute. Dann zücken wir noch gleich noch mal die Taschenlampe. Oh ja. Sieht zwar da hinten ein bisschen verschüttet aus, aber man kann hier auch noch mal ein bisschen reingehen. Ja, das ist krass. Das ist echt so eine verwunschene Location. War schon lange nicht mehr wieder sowas Schönes gesehen. Ja, und jetzt gehen wir noch eine Terrasse höher. Und dann könnt ihr schon erkennen, hier oben sind wie zwei so Spitzbunker-ähnliche Gebäude. Das ist echt krass hier. Und solche Relikte hier einfach so im Wald auftauchen. Es schüttet hier, aber das hält uns jetzt nicht ab, das hier mal zu erkunden. Krass. Auch wieder solche Betonkonstruktionen, auch wieder anders. Nicht so wie die da unten. Da aber auch wieder so spitz zulaufend. Ja. Und hier ist jetzt aber irgendwas drin. Tja, was hat man? Metallverstrebungen? Ich weiß absolut, kann mir nicht vorstellen, für was, aber wenn man Beton benutzt, dann muss ja das, was hier gesichert wurde, oder das, was man lagern wollte, halt mit solchen Behausungen sichern, dass das halt Sinn ergibt. Und das weiß ich nicht. Also habe das noch nie im Zusammenhang mit irgendwie Bergwerksanlagen wahrgenommen, sowas. Hier auch. Hier ist jetzt gar nichts drin. Auch wieder nur. Auch krass hier unten. Sieht man mal, wie lange das hier auch steht. Diese Wurzel von dem Baum, die hier richtig massiv schon ist. Vom Durchmesser her. Bis hier rein. Ich keine Ahnung. Es ist wirklich eine richtig interessante Gegend. Ja, jetzt stehen wir hier nämlich auf dem Schacht. Ich gehe jetzt nicht weiter nach vorn. Also es muss ein Schacht gewesen sein, wo ich gerade von unten hochgeguckt habe. Da ist noch ein bisschen Gemäuer an der Seite. Und hier geht's nach unten.
So, jetzt haben wir hier das nächste gefunden, den nächsten Zugang auf der unteren Ebene. Oh hey, ja echt mal, da geht's weiter rein. Man sieht jetzt hier oben sogar ganz gut die Befestigung für die Stromtrasse, ne? Die geht bis hinten durch. Also man findet immer weiter Relikte. Hier ist eine alte Schublade und da unten geht es auch irgendwie rein. Auch eine kleine Kammer. Das ist schon krass hier. Auch wieder irgendwelche Kammern, die da betoniert wurden. Ja Leute, und jetzt haben wir nochmal ein ganz altes Schätzchen hier entdeckt. Ein ganz altes Moped oder Motorrad. Krass. Kann leider nicht mehr erkennen, was das mal so für ein Modell gewesen ist. Scheint aber ein ganz kleines gewesen zu sein. So Leute, das war's mit unserer Tour durch das Gebiet von dem alten Blei-Bergwerk. Es waren echt eine Menge alte Relikte zu sehen und Ruinen und teilweise halt so Bunker, wo wir eher dachten, dass es irgendwas Militärisches sein muss und konnten das gar nicht zuordnen, dass das überhaupt zu so einem Bergwerk gehört, aber es war echt mega interessant. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.